Unter der Transrapid-Strecke bauen wir heute eine Brücke über den Bach. Ja, das ist das heutige Ziel. Zuvor muss jedoch viel getan werden. Der Bach muss weitergezogen werden. Der Fuß bzw. Patt muss weitergezogen werden. Ja, es ist viel zu tun. Die Beleuchtung muss gemacht werden und das Beleuchtungskabel muss auch verschwinden im Bach. Und heute wird es im Prinzip mehrere Vorher-Nachher-Bilder geben, kann man sagen, weil ich habe die Kamera immer so stehen gehabt, dass es gleich immer wieder so weiterging auch. Und das sieht richtig interessant aus auf jeden Fall. Wir bearbeiten heute ungefähr eine Baseplate-Größe. Ja, also mindestens 32 x 32 Noppen werden heute hier bebaut. Und schaut mal, hier habe ich den Fußweg oder Patt, Wald-, Flur- und Wiesenweg, wie immer ihr das auch ausdrücken möchtet, erstmal fertiggestaltet, mit etlichen Noppen erstmal versehen. Und auch hier eine kleine, ja, Auflagerfläche für meine Brücke schon mal dargestellt. Ich habe auch hier so einen kleinen Dummy mal gebaut, den ich hier erstmal so locker drauflege, weil in der Größe soll nämlich die Brücke entstehen. Und das ist jetzt das Ziel, gleich das auch mal hinzukriegen. Doch bevor ich das alles tue, muss jetzt definitiv erstmal, ja, der Untergrund des Baches gemacht werden. Irgendwie muss das Kabel da verschwinden und. Hier habe ich den Untergrund soweit erstmal fertig gebaut mit den unterschiedlichsten Farben in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau, Tan, hin und wieder auch so Braun da rein. Ja, ich glaube, das sieht hinterher gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt heißt es, die Wasseroberfläche wieder drüber ziehen und natürlich aufpassen, dass das Kabel auch wirklich hinterher nicht mehr zu sehen ist. Das ist auf jeden Fall jetzt das Ziel. Jetzt habe ich hier erstmal die ganzen Fliesen wieder reingezaubert und somit die Wasseroberfläche dargestellt. Ihr seht, das Kabel ist auch verschwunden. Also ich sehe es jedenfalls nicht mehr. Ja, dieser Bach hat schon eine beachtliche Länge. Er entspringt ja quasi in diesen Berg dort hinten. Und da, jetzt sind wir schon hier vorne am See fast. Es ist sagenhaft. Jetzt heißt es natürlich, hinten vor der Wand erst noch das Grün fertig gestalten. Das ist jetzt das Ziel, bevor wir uns dann wieder weiter nach vorne mit dem Grün arbeiten. Ja, aber ich glaube, bis hierhin schon mal klasse, absolut. Die ganze Begrünung ist hier hinten soweit jetzt erstmal fertig. Schaut euch das an, hier hinten vor der Wand, dann der Weg, dann hier die Begrünung Richtung des rauschenden Baches. Ich glaube, das sieht richtig stark aus. Auch hier die Kurve um das Fundament herum, richtig stark. Ja, hier sieht man schon, dass der Bach breiter wird und ja, letztendlich soll ja dann hier auch dieser kleine See dann entstehen. Das ist ganz klar. Jetzt heißt es, zwischen diesen beiden Pfeilern das Grün weiterzuführen, aber natürlich nur bis hier vorne hin, denke ich mal, werde ich das machen, bis zu diesem Bereich, weil in diesem Bereich muss ich noch die Gleise machen, aber das machen wir heute nicht. Es geht ja nur um diese Baseplate-Größe hier. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Die Begrünung ist jetzt auch erst einmal drin. Ich habe eine Grundierung erst gemacht mit Limp-Elements, zwischendurch wieder verschiedene Farben hier reingesetzt. Viel Gestrüpp ist hier entstanden aus den unterschiedlichsten Teilen. Ich habe es auch so ähnlich versucht zu machen wie hier, damit man da nicht so eine Abgrenzung sieht und so weiter. Ja, das Ganze mache ich natürlich nur bis hierhin, weil die Gleise muss ich ja noch fertig machen. In der nächsten Runde höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Und hier wird ja auch eine neue Baseplate eingefügt. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu der Holzbrücke. Kommen wir jetzt hier einmal zu der Brücke. Hier habe ich sie einmal fertig gebaut. Das meiste ist hier aus Brick Modifieds gebaut, mit einer Noppe zur Seite, so wie hier an der Stelle, um das Geländer dann dort zu befestigen. Es ist relativ fragil, aber es geht eigentlich, finde ich. Sie wirkt dadurch, dass sie so ein bisschen fragil ist, so ein bisschen instabil und klapperig. Und das ist eigentlich genau so dieser Effekt, den ich haben wollte. Ja, und dieses Ding können wir jetzt richtig klasse hier vorne einsetzen. Dazu wechsle ich kurz die Position. So, jetzt nehme ich ganz einfach die Brücke und setze sie hier einfach locker auf. Wie gesagt, die liegt nur auf und die hat auch nur ein ganz kleines bisschen Spiel, wie ihr seht. Ja, klasse Geschichte, sieht mega genial aus. Jetzt bauen wir noch den Pfeiler dahin, vielleicht noch eine Minifigur oder so, wäre auch nicht das Schlechteste. Und dann haben wir unser Ziel für heute fast erreicht. Und natürlich das Vorher-Nachher-Bild, was gleich noch kommt. Bevor wir gleich zum Vorher-Nachher-Bild kommen, wollte ich es euch mal so zeigen. Wie gesagt, Schiene, Pfeiler, Stütze, alles wieder drin. Und ein paar Minifiguren hinzugefügt. Hier ein weiteres Pärchen, das hier spazieren geht. Dort hinten den älteren Mann mit dem Krückstock. Den habe ich ein bisschen vorgezogen. Der stand dort drüben unter dem Pfeiler. Den hat man fast überhaupt nicht gesehen. Ja, und hier eine Frau mit einem Fotoapparat, die später, wenn der See fertig ist, auf den See fotografiert von der Brücke aus. Ja, ich glaube, das ist erstmal eine schöne Szenerie hier. Und jetzt kommen wir auch zum Vorher-Nachher-Bild.
Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Schaut euch das haargenau an. Dieses ist das Bild von vorher und wechselt zu hinterher. Ja, sensationell. Guckt euch das mal an. Es war wirklich eine Baseplate-Fläche insgesamt, sogar ein bisschen drüber. Also ja, doppelt belegt, dreifach belegt. Den Fluss oder Bach, sensationell. Ich bin echt begeistert. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich denke, so kann man Landschaft wirklich sehr gut gestalten. Ja, und damit man das jetzt auch mal richtig nachvollziehen kann, ich werde jetzt mal eine Straßen-Baseplate daneben legen und dann sieht man erst, wie groß diese Fläche ist, die wir heute bebaut haben. Ja? Wenn man jetzt hier so ein bisschen hin und her schwenkt und ins Weite geht, dann fällt das gar nicht alles so richtig auf. Ne? Aber es ist schon eine beachtliche Geschichte heute gewesen. Das auf jeden Fall. Und das Ganze heute auch einmal mit Beleuchtung. Ja, ich habe leider keine Jalousie hier im Raum, aber ich denke, es ist so ein bisschen hier von dem Ganzen zu erkennen. Auch die Landstraße komplett entlang da hinten. Das sieht schon gar nicht so übel aus. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, klasse Bild. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Hier hinten am Graben weiterzumachen und eine Straße einfügen, hätte ich eigentlich auch Lust zu, denn wir müssen uns ja weiterhin hier auch diagonal rausarbeiten. Das muss das Ziel sein. Aber auch hier hinten wäre es wichtig, grob zu strukturieren. Vielleicht schon mal abstecken, wie der See verlaufen soll. Wenigstens so grob, wo der nächste Pfeiler hin soll. Auch solche Arbeiten müssen gemacht werden und nicht nur wie heute immer, hier ist leer und hinterher ist voll. Ne? Es muss auch andere Arbeiten geben. Ja, und da versuche ich mich doch dann nächstes Mal auf jeden Fall dran zu machen. Wie gesagt, wo kann ich jetzt absolut noch nicht sagen, das überlege ich mir, auch zeitlich und steinemäßig, was ich gerade da habe. Denn ihr wisst ja, ich baue ja meistens aus den vorhandenen Steinen. Ja, so sieht das Ganze aus. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten und nächstes Mal ist wann? Richtig, Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!